Es freut mich sehr, gemeinsam mit euch das neue Gebäude zu eröffnen. Weil wir jetzt alle da sind, möchte ich euch gerade von unserem neuesten Projekt erzählen. Wir werden ein neues Wohn- und Gewerbequartier entwickeln, wo wir ganz besonders auf Nachhaltigkeit und Innovation setzen. Weil sich der Klimawandel immer weiter verschärft, müssen wir auch unser Wassermanagement überdenken. Darum soll der neue Gebäudekomplex mit dezentralen und innovativen Abwassersystemen ausgestattet werden. Das erlaubt uns, Abwasserströme zu separieren, getrennt aufzubereiten und daraus zum Beispiel wertvolle Dünger oder Wasser zurückzugewinnen. Aber jetzt ist es zuerst mal Zeit für den Apéro. Viva! Also ich bin echt gespannt auf dieses neue Quartier, das klingt interessant. Was ich jetzt aber noch nicht ganz verstanden habe, ist, wieso wir in der Schweiz überhaupt dezentrale Abwassersysteme benötigen. Wir haben doch genug Wasser, wir müssen eigentlich kein Wasser wiederverwenden, oder? Jein, du hast natürlich recht. Die Schweiz ist im weltweiten Vergleich mit ihren Wasserressourcen unglaublich privilegiert. Aber der Klimawandel macht auch vor unseren Toren nicht Halt und beeinflusst so unseren gesamten Wasserhaushalt. Darum finde ich, braucht es auch bei uns eine Umorganisation vom Wassermanagement, auch damit wir flexibler mit Extremereignissen umgehen können. Was mir aber immer noch nicht ganz klar ist, was bedeutet es eigentlich, Abwasser zu trennen, Regula? Du als gelernte Ingenieurin, was bedeutet das eigentlich genau? Das heisst, das Konzept der Stoffstromseparierung zu brauchen, wie wir es vom Köderrecycling kennen. Beim Köder wird Glas von Alu und PET getrennt. Beim Abwasser kann man die Abwasserströme, nämlich Grauwasser, Schwarzwasser und Urin, auch an der Quelle trennen. So ist es einfacher, Wasser, Energie und Nährstoffe aus dem Abwasser zurückzugewinnen. Bei der Urintrennung wird der Urin einfach direkt aus dem WC abgetrennt, gesammelt und dann zu Dünger aufbereitet. Das WC sieht im Fall ganz normal aus, das merkst du fast nicht. Ich bin da ehrlich gesagt etwas skeptisch. Mir ist nicht klar, wie sich das alles umsetzen lässt. Wir besitzen doch gar kein Planungs- und Umsetzungswissen für diese Anlagen. Und außerdem, vergesst doch nicht die Anschlusspflicht an die öffentliche Kanalisation. Solange die besteht, wird niemand dezentrale Anlagen bauen. Ja, das haben wir zuerst auch gedacht. Aber es gibt einige motivierte Akteure, die in der Schweiz solche dezentralen Anlagen bereits erfolgreich umgesetzt haben. Und das trotz Anschlusspflicht. Wir haben also bereits Planungswissen durch einige Referenzprojekte aufbauen können. Das zeigt aber auch, wie wichtig Umsetzungsprojekte sind, damit nicht nur Stadtplanerinnen, sondern auch Architekten, Sanitärtechnikerinnen und wir Lokalpolitiker Erfahrungen mit solchen Anlagen sammeln können. Also wisst ihr, ich habe mir jetzt das alles angehört. Und es klingt eigentlich alles super. Aber eine Sorge hätte ich noch. Aber stinkt so eine Trenntoilette nicht fürchterlich? Tatsächlich nicht. Die Benutzung ist wie bei einer herkömmlichen Toilette. Es stinkt nicht mehr und nicht weniger. Das Gleiche gilt für den Dünger. Denn der Urin verliert durch die Aufbereitung seinen schlechten Geruch. Sag, schmeckt euch eigentlich der Wein? Ja, ist fein. Super fein. Warum? Ja, weil die Weine eben, die sind mit Urindünger gedüngt worden. Habt ihr noch ein Gläschen für mich?